Normale Koaxialkabel. Klar sind die toll, aber was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass es geheime Spezialversionen gibt? Kabel, die weniger verlieren als mein letztes Pokerspiel. Kabel, die so leise sind, dass selbst Ninjas neidisch werden. Oder Kabel, die so starr sind, dass sie sich niemals verbiegen, nicht mal unter Druck. Klingt verrückt, ist es aber nicht. Heute schauen wir uns die speziellen Varianten von Koaxialkabeln an und was sie so besonders macht. Im letzten Teil dieser Reihe haben wir uns mit dem Aufbau von Koaxialkabeln beschäftigt. Wir haben gesehen, wie besonders durchdacht die Komponenten miteinander agieren, um dadurch eine stabile und verlustfreie Übertragung von Signalen zu gewährleisten. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Varianten von Koaxialkabel und wie sie mit ihrem Aufbau bestimmte Funktionsweisen verstärken. Mein Name ist Norman und jetzt starten wir mit dem Inhalt. Bei Koaxialkabeln mit einfacher Schirmung besteht der Schirm aus einer einzelnen Schicht, meist Drahtgeflecht oder Aluminiumfolie. Diese Art der Schirmung bietet grundlegend Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen und äußere Störungen. Sie ist kostengünstig und eignet sich für Anwendungen mit geringen Anforderungen an die Signalqualität oder bei kürzeren Kabelstrecken. Der Schutz vor Störungen ist jedoch nicht so hoch wie bei Kabeln mit doppelter Schirmung, was zu Signalverlusten und Interferenzen führen kann, wenn das Kabel in einer störungsintensiven Umgebung verwendet wird. Bei Kabeln mit doppelter Schirmung gibt es zwei Schichten, die das Signal vor äußeren Störungen schützen. Dies kann eine Kombination aus Drahtgeflecht und Aluminiumfolie sein oder zwei Lagen Drahtgeflecht. Diese zusätzliche Schicht sorgt für einen viel besseren Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen und ermöglicht eine deutlich stabilere und verlustärmere Signalübertragung. Kabel mit doppelter Schirmung sind ideal für Umgebungen, in denen starke Störungen zu erwarten sind, wie zum Beispiel in industriellen oder Hochfrequenzanwendungen. Low-Loss-Kabel sind speziell dafür entwickelt, Signalverluste bei der Übertragung zu minimieren. Dies wird durch die Wahl eines besonders hochwertigen Dielektrikums erreicht, das eine geringere Dämpfung des Signals verursacht. Das Dielektrikum in Low-Loss-Kabeln hat eine höhere Isolationsfähigkeit und einen geringeren Verlustfaktor, was dazu beiträgt, dass das Signal über größere Entfernungen und bei höheren Frequenzen mit weniger Verzerrung übertragen wird. Der Aufbau dieser Kabel ist so optimiert, dass die Übertragungseffizienz maximiert wird, was sie für Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsinternet oder Satellitenkommunikation besonders geeignet macht. Bekannte Beispiele für diese Varianten sind das AirCell und HyperFlex 5, LMR 240 UF, LMR 400 und das LMR 600 sowie das Anoflex 240 PE. Kabel mit niedrigen Geräuschen oder Low-Noise-Kabel sind darauf ausgelegt, Rauschen und Interferenzen zu minimieren, die das Signal stören könnten. Der Aufbau dieser Kabel umfasst in der Regel eine bessere Schirmung und speziell ausgewählte Materialien für das Dielektrikum und den Außenleiter, um äußere und interne Störungen zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig in hochpräzisen Anwendungen, bei denen die Signalqualität für die Datenintegrität entscheidend ist, wie etwa bei professionellen Audio- und Videoübertragungen oder in wissenschaftlichen Messgeräten. Beispielsweise möchte ich hier das RGL 316 Low Noise und das Belden 9223 Low Noise erwähnen. Semi-Rigid-Kabel sind eine spezielle Art von Koaxialkabeln, bei denen der Außenleiter aus einem festen Material besteht, das dem Kabel eine steife Form gibt. Der Innenleiter und das Dielektrikum bleiben flexibel, sodass das Kabel in bestimmten Anwendungen eine präzise Form behalten kann. Diese Kabel werden häufig in Anwendungen verwendet, bei denen eine feste Installation erforderlich ist und das Kabel keine beweglichen Teile hat. Die starre Konstruktion hilft, die Integrität des Signals zu bewahren, da sie das Kabel an seinem Platz hält und eine Verringerung der Signalverzerrung durch Bewegung oder Biegung verhindert. Wellmantelkabel zeichnen sich durch eine wellenförmige metallische Außenummantelung aus, die dem Kabel eine hohe mechanische Festigkeit verleiht und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Der Aufbau dieser Kabel ist robust, wodurch sie besonders widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse wie Zug, Biegung oder Abrieb sind. Gleichzeitig bieten sie eine gute Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen. Diese Kabel werden oft in Umgebungen eingesetzt, in denen das Kabel ständig bewegt
oder starken mechanischen Belastungen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel in der Industrie oder bei mobilen Geräten. Empfehlenswert ist das Cellflex LCF 1250 oder das LCF 1450. Alle Kabelempfehlungen und weitere Infos zu Fachbegriffen finden Sie auf www.coax24.de oder als Link in der Infobox. Mein Kollege Dimitri fasst für uns alles zusammen. Koaxialkabel bestehen aus mehreren Schichten, die zusammen eine stabile und störungsfreie Signalübertragung ermöglichen. Je nach Anforderung gibt es verschiedene Kabeltypen. Einfache Schirmung bietet grundlegend Schutz, während doppelte Schirmung und Low-Loss-Kabel für höhere Signalqualität sorgen. Low-Noise-Kabel minimieren Störungen, während Semi-Rigid-Kabel für feste Installationen geeignet sind. Wellenmantelkabel bieten hohe mechanische Festigkeit und Flexibilität. Die Wahl des richtigen Kabels hängt von Ihrer spezifischen Anwendung ab. Wir von coax24.de helfen Ihnen gerne, das ideale Koaxialkabel für Ihre Bedürfnisse zu finden. Zusätzlich bieten wir eine große Auswahl an passenden Steckverbindern und fertigen individuelle Kabelkonfektionen für Sie, bereits ab einem Stück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder Sie es informativ fanden, würden wir uns über ein Like freuen. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne. Alle wichtigen Links finden Sie in der Beschreibung des Videos. Bis zum nächsten Mal.